Gib mir nur 3 Minuten, um zu erklären, dass das Coronavirus eine Grippe ist und dass es derzeit keine Pandemie gibt. Die Symptome vom Coronavirus und einer Grippe sind identisch. Wie bei einer Grippe auch, sterben durch das Coronavirus fast nur alte Menschen mit durchschnittlich 82 Jahren und es sterben fast nur Menschen mit Vorerkrankungen. Bei einer realen Pandemie sind die Krankenhäuser voll und das Krankenhauspersonal leistet Überstunden. Das ist bis heute nicht der Fall. Bei einer echten Pandemie würde das Geschäft der Bestattungsinstitute aufblühen. Das ist bis heute nicht der Fall. Würden die Massenmedien nicht 24 Stunden Angst um das Coronavirus verbreiten, niemand würde wissen, dass es das Coronavirus überhaupt gibt. Leute, die positiv auf das Coronavirus getestet werden und danach sterben, werden automatisch in die Statistik der Corona-Toten dazugezählt, ohne dass eine Obduktion durchgeführt wird. Jeder fällt dann in die Statistik rein, ob er nun an einem Autounfall oder an einem Herzversagen gestorben ist. Die offiziellen Zahlen der Corona-Toten sind deswegen immer automatisch höher, als es tatsächlich der Fall ist. Und trotz der nach oben hin geschönten Zahlen der Corona-Toten gibt es faktisch keine Pandemie. Würde es eine Pandemie geben, würde jeder Mensch mehrere Personen kennen, die am Coronavirus ernsthaft erkrankt oder gestorben sind. Das ist auch nach Monaten, nachdem die Pandemie ausgerufen wurde, nicht der Fall. Bei den Testverfahren geht es immer um Grenzwerte, die praktisch jedes Lebewesen oder jeder Gegenstand erfüllen kann. Der Präsident von Tansania hat unter anderem eine Papayafrucht und Motoröl testen lassen. Beides wurde positiv getestet. Mit der Anzahl der Tests steigt die Anzahl der positiv Getesteten. Auch gesunde Menschen können positiv getestet werden. 80% der positiv getesteten Personen haben keine Symptome und sind gesund. Der Corona-Test kann also nicht verifizieren, ob ein positiv getesteter Mensch auch tatsächlich krank ist. Bei einer echten Pandemie wird die Gefahr der Pandemie seitens der Regierung verharmlost, um die Wirtschaft am Leben zu erhalten. Bei einer künstlichen Pandemie hingegen wird seitens der Regierung Panik verbreitet und die Wirtschaft lahmgelegt. Das Ziel ist, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu setzen, damit sie ihre Grundrechte freiwillig aufgeben und leichter zu kontrollieren sind. Echte Pandemien waren bisher immer regional begrenzt, weil echte Pandemien immer nur durch Naturkatastrophen, Kriege oder sonstige regionale Katastrophen entstehen. Es sind fast immer kleine oder große Konflikte, die Krankheiten verursachen. Hunger, Todesangst, Ekel, Sorgen und so weiter verursachen heftige Konflikte und somit auch Krankheiten. Also ihr Lieben, habt bitte keine Angst vor einer Grippe.